Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal. Aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In der Stille eines ägyptischen Tempels, hoch über den Köpfen der Gläubigen, befindet sich eine in Stein gemeißelte Karte des Kosmos. Sie ist nicht einfach nur eine Dekoration. Sie ist ein Zeugnis tiefen Wissens, eine Momentaufnahme des Himmels, die Fragen aufwirft, die bis heute nachhallen. Der Dendera-Tierkreis ist mehr als nur Astrologie. Er ist ein Rätsel aus Sandstein, das uns zwingt, das astronomische Verständnis der Alten neu zu bewerten. Was genau sahen die Priester von Dendera am Nachthimmel und warum kodierten sie es so kunstvoll für die Ewigkeit? Guten Abend. Begleiten Sie mich in eine Zeit, in der die Grenzen zwischen Imperien und Wissen neu gezogen wurden. Wir schreiben das Jahr 1798. Die Segel der französischen Flotte spannen sich im Wind des Mittelmeers, an Bord nicht nur Soldaten unter dem Kommando eines jungen, ehrgeizigen Generals namens Napoleon Bonaparte, sondern auch eine andere, ebenso beeindruckende Armee, die Commission des Sciences et des Arts. Über 160 Gelehrte, Mathematiker, Künstler, Botaniker, Architekten und Antiquare waren aufgerufen, ein Land zu vermessen, zu zeichnen und zu verstehen, das seit Jahrtausenden im Nebel des Mythos lag. Ägypten. Für diese Männer war es keine bloße Eroberung von Territorium, sondern die Eroberung der Zeit selbst. Einer unter ihnen war der Diplomat und Künstler Dominique Vivant Denon. Mit dem Skizzenbuch in der Hand durchquerte er mit den Truppen Oberägypten. Er trug die sengende Hitze und den allgegenwärtigen Staub. Seine Aufgabe war es, alles festzuhalten, was er sah. Im späten Jahr 1799, in der Nähe des modernen Kena, stieß seine Division auf eine Ansammlung von Ruinen, die halb im Sand begraben lagen. Es war der Tempelkomplex von Dendera. Als Denon und seine Kollegen durch die Pylonen traten und die große Säulenhalle betraten, erlebten sie einen Moment, der die europäische Vorstellung von der Antike für immer verändern sollte. Die Wände und Decken waren nicht leer und kahl, sondern über und über mit Reliefs und Hieroglyphen bedeckt, deren Farben in der Dunkelheit noch immer leuchteten. In einer kleinen Kapelle auf dem Dach des Haupttempels, erreichbar über eine dunkle, gewundene Treppe, machten sie die eigentliche Entdeckung. Sie hoben ihre Fackeln und blickten nach oben. Dort, in den schweren Sandstein der Decke gemeißelt, war eine Vision des Himmels selbst. Eine runde Scheibe, gefüllt mit seltsamen und doch seltsam vertrauten Figuren, Tieren, Göttern und Symbolen, die in einem kosmischen Tanz angeordnet waren. In diesem Moment sahen sie nicht nur ein Kunstwerk. Sie blickten auf eine Sternenkarte, ein komplexes Diagramm des Universums, wie es die alten Ägypter verstanden. Die Nachricht von diesem Fund, dem Dendera-Tierkreis, würde Europa elektrisieren und eine Debatte über das Alter der Welt und den Ursprung des Wissens auslösen, die noch Jahrzehnte andauern sollte. Um den Tierkreis zu verstehen, müssen wir zuerst seinen heiligen Schrein verstehen. Der Ort, an dem diese steinerne Himmelskarte gefunden wurde, war kein Observatorium im modernen Sinne. Es war der Tempel von Dendera, geweiht der Göttin Hathor, einer der ältesten und vielschichtigsten Gottheiten im ägyptischen Pantheon. Hathor war die Herrin des Himmels, die Göttin der Liebe, der Musik, des Tanzes und der Mutterschaft. Sie war die goldene Kuh, die den Himmel gebar,
und die wilde Löwin, die den Sonnengott Ra beschützte. Ihr Tempel war mehr als nur ein Haus für ihre Statue. Er war ein Mikrokosmos, ein Modell des Universums in Stein. Was wir heute sehen, ist bemerkenswert gut erhalten. Aber es ist wichtig zu wissen, dass dieser Tempel relativ jung ist. Seine Hauptgebäude stammen aus der ptolemäischen und römischen Zeit, erbaut zwischen dem 1. Jahrhundert vor und dem 1. Jahrhundert nach Christus. Dies war eine Zeit, in der Ägypten von griechischen und später römischen Pharaonen regiert wurde. Kulturen trafen aufeinander, und dieses Zusammentreffen ist in die Wände von Dendera eingeschrieben. Wenn man die große Hypostylhalle betritt, wird man von einem Wald aus 24 massiven Sandsteinsäulen empfangen. Ihre Kapitelle sind nicht einfach nur Papyrus oder Lotus, sondern viergesichtige Darstellungen von Hathor selbst, mit ihren kuhartigen Ohren und ihrem rätselhaften Lächeln. Sie blicken in die 4 Himmelsrichtungen und halten symbolisch das Dach des Tempels, das den Himmel darstellt. Die Decken sind mit astronomischen Szenen bemalt, die den täglichen und nächtlichen Zyklus der Sonne und der Sterne zeigen. Der gesamte Tempel war eine kosmische Maschine, entworfen, um durch Rituale die Ma'at, die göttliche Ordnung und Harmonie des Universums, aufrechtzuerhalten. Jede Inschrift, jedes Relief hatte seinen Platz in diesem großen Schema. Die Kapellen auf dem Dach, wo der Tierkreis gefunden wurde, waren Teil der Neujahrsrituale. Hier wurde die Statue der Göttin symbolisch mit den ersten Strahlen der aufgehenden Sonne wiedervereinigt, um ihre Kraft für das kommende Jahr zu erneuern. In diesem Kontext war der Tierkreis keine bloße Dekoration. Er war ein wesentliches Instrument, ein heiliger Text, der die göttliche Ordnung des Kosmos abbildete und sicherstellte. Lassen Sie uns nun unseren Blick nach oben richten, so wie es die französischen Gelehrten taten, und die Anatomie dieses außergewöhnlichen Artefakts untersuchen. Der Dendera-Tierkreis ist eine Sandsteinplatte von etwa 2,5 Metern Durchmesser. Was sofort ins Auge fällt, ist seine zirkuläre Anordnung, eine Abweichung von der typisch linearen Darstellungsweise der ägyptischen Kunst. Im Zentrum sehen wir die Sternbilder des Nordpols. Anstatt eines Polarsterns, wie wir ihn heute kennen, sehen die Ägypter hier verschiedene Konstellationen, darunter Mesketiu, den Schenkel des Stiers, den wir als den großen Wagen kennen. Dieser wird von einer Flusspferdgöttin flankiert, die eine andere nördliche Konstellation darstellt. Um diesen zentralen Kern herum verläuft der eigentliche Tierkreis, der Ring der 12 Sternbilder, durch den die Sonne, der Mond und die Planeten auf ihrer Bahn zu ziehen scheinen. Hier finden wir eine faszinierende Mischung. Einige Figuren sind uns sofort vertraut, entlehnt aus der babylonischen und griechischen Astronomie. Der Löwe für Leo, der Skorpion für Scorpio, die Waage für Libra. Andere sind eindeutig ägyptisch interpretiert. Der Wassermann zum Beispiel wird als Hapi dargestellt, der Gott der Nilflut, der Wasser aus 2 Gefäßen gießt. Der Krebs ist kein Krebs, sondern ein Skarabäuskäfer. Diese Scheibe wird von 4 weiblichen Figuren getragen, die die 4 Himmelsrichtungen symbolisieren, unterstützt von falkenköpfigen Geistern. Außerhalb dieses inneren Kreises sehen wir eine Prozession von 36 Dekanen. Dies waren Gruppen von Sternen, die den Ägyptern halfen, die Nacht in Stunden einzuteilen. Jeder Dekan herrschte für 10 Tage über den Horizont, was ein Jahr von 360 Tagen ergab, plus 5 zusätzlicher Tage, die den Göttern gewidmet waren. Der Tierkreis ist also mehr als nur eine Sternenkarte. Er ist ein Kompendium des astronomischen Wissens seiner Zeit.
Er zeigt die Positionen der 5 sichtbaren Planeten Jupiter, Saturn, Mars, Venus und Merkur in bestimmten Sternbildern, was auf ein spezifisches Datum hindeutet. Er ist ein Kalender, eine astrologische Karte und ein theologisches Diagramm in einem, das die ewigen Zyklen des Himmels mit dem irdischen Leben und den göttlichen Mächten verbindet. Die Geschichte des Dendera-Tierkreises wird noch komplexer und faszinierender, wenn man erkennt, dass er nicht allein ist. Während der runde Tierkreis aus der Dachkapelle zu Recht berühmt ist, beherbergt der Tempel der Hathor eine zweite, ebenso bedeutsame Darstellung des Himmels, einen linearen Tierkreis. Um ihn zu finden, müssen wir die kleine Kapelle verlassen und zurück in die große erste Hypostylhalle gehen, den Raum mit den massiven Hathor-Säulen. Wenn wir dort den Blick zur Decke heben, finden wir ihn. Quer über die Architrave, die steinernen Balken, die auf den Säulen ruhen, erstrecken sich 2 lange Bänder mit Reliefs. Dies ist der lineare oder rechteckige Tierkreis. Im Gegensatz zur runden Version, die den Himmel als eine Art Momentaufnahme darstellt, zeigt diese Version den Kosmos als eine Prozession, einen geordneten Marsch durch die Zeit. Auf der einen Seite sehen wir die 12 Sternbilder des Tierkreises in einer geraden Linie angeordnet, durchsetzt mit Darstellungen der Planeten und der Mondphasen. Auf der gegenüberliegenden Seite finden wir eine Darstellung der Reise der Sonne durch die 12 Stunden des Tages und der Nacht, symbolisiert durch die Sonnenbarke, die von Göttern und Göttinnen begleitet wird. Die Existenz von 2 unterschiedlichen Zodiaken im selben Tempel wirft wichtige Fragen auf. Warum 2 verschiedene Formate? Dienten sie unterschiedlichen Zwecken? Die Gelehrten sind sich nicht vollständig einig, aber die gängigste Theorie besagt, dass sie 2 komplementäre Aspekte der Zeit und des Kosmos darstellen. Der lineare Tierkreis könnte den jährlichen, sich wiederholenden Zyklus der Sonne und der Jahreszeiten symbolisieren. Die vorhersehbare, lineare Abfolge von Ereignissen, die das Leben am Nil regelte. Der runde Tierkreis hingegen könnte eine Darstellung der ewigen, unveränderlichen Natur des Himmels sein. Ein Blick auf die Gesamtheit des Kosmos aus einer göttlichen Perspektive. Oder er könnte, wie einige vermuten, ein Horoskop für einen bestimmten Moment sein. Vielleicht die Gründung des Tempels oder ein bedeutendes astronomisches Ereignis. Diese Dualität zeigt die Tiefe des ägyptischen Denkens. Sie erkannten, dass die Zeit sowohl linear als auch zyklisch ist, eine gerade Linie und ein sich drehendes Rad. Beide Modelle waren notwendig, um die komplexe Realität des Universums zu erfassen. In der Stille der Wüstennacht, unter einem Himmel von unvorstellbarer Klarheit, blickten die alten Ägypter nach oben. Doch was sie sahen, war mehr als nur ein funkelndes Firmament. Für sie war der Himmel kein lebloser Raum, sondern eine zweite, göttliche Nische, ein Spiegelbild des Lebens am Nil. Die moderne Trennung zwischen Astronomie, der Wissenschaft der Himmelskörper, und Astrologie, der Deutung ihres Einflusses, existierte in ihrer Welt nicht. Beides war untrennbar miteinander verwoben in einer allumfassenden Wissenschaft der Sterne. Die Priester-Astronomen waren die Hüter dieses Wissens. Auf den flachen Dächern der Tempel, den sogenannten Häusern des Lebens, verbrachten sie unzählige Nächte damit, die Bewegungen der Sterne zu kartieren. Ihr Antrieb war zutiefst praktisch und zugleich zutiefst spirituell. Der heliakische Aufgang des Sterns Sopdet, den wir als Sirius kennen, kündigte die jährliche Nilschwemme an, die das Land fruchtbar machte und das Überleben sicherte.
Dieser Moment markierte den Beginn ihres neuen Jahres. Der Himmel war somit ein Kalender, ein göttlicher Zeitgeber, der den Rhythmus von Aussaat und Ernte, von Festen und Ritualen bestimmte. Sie teilten den Himmel in 36 Dekane ein, Sterngruppen, die jeweils für 10 Tage den nächtlichen Horizont dominierten. Diese Dekane dienten nicht nur als Stundenzeiger der Nacht, sondern waren auch göttliche Wesenheiten mit schützenden und manchmal auch bedrohlichen Kräften. Die Planeten, die sie als Sterne, die nicht ruhen, bezeichneten, waren Manifestationen von Göttern, die über den Himmel zogen und Botschaften überbrachten. Merkur war mit Seth verbunden, Venus mit Osiris, Mars war Horus der Rote, Jupiter Horus, der den Himmel begrenzt, und Saturn Horus der Stier. Ihre Konjunktionen und Positionen waren Omen, die das Schicksal des Pharaos und des Reiches beeinflussten. Es war eine Wissenschaft, die aus Beobachtung, Mathematik und Mythologie bestand, eine heilige Geometrie, die das Irdische mit dem Himmlischen verband. Jeder Tempel war ein Mikrokosmos, dessen Ausrichtung und Rituale diesem himmlischen Ballett entsprachen. Der Dendera-Tierkreis ist kein reines Produkt des pharaonischen Ägyptens. Er ist vielmehr das Kind einer faszinierenden kulturellen Begegnung, ein steinernes Zeugnis der Zeit, als die Welt der Pharaonen auf die der Griechen und Römer traf. Nach der Eroberung Ägyptens durch Alexander den Großen im Jahr 333 v. Chr. Begann eine neue Ära unter der Herrschaft der ptolemäischen Dynastie griechisch-makedonischer Könige, die sich als Nachfolger der Pharaonen inszenierten. Diese Periode war geprägt von einem intensiven kulturellen Austausch, einem Synkretismus, der in der neu gegründeten Stadt Alexandria seinen glanzvollen Höhepunkt fand. Alexandria wurde zum intellektuellen Zentrum der antiken Welt, ein Schmelztiegel der Kulturen, in dem die Weisheit Ägyptens, das Wissen Mesopotamiens und die Philosophie Griechenlands aufeinandertrafen und sich gegenseitig befruchteten. In dieser Atmosphäre entstand der Dendera-Tierkreis. Er verbindet nahtlos traditionelle ägyptische Kosmologie mit den damals neuen Konzepten der hellenistischen Astrologie. Die 12 Tierkreiszeichen, wie wir sie heute kennen, Widder, Stier, Zwillinge und so weiter, waren ursprünglich eine mesopotamische Erfindung, die von den Griechen übernommen und systematisiert wurde. Im Dendera-Tierkreis finden wir diese vertrauten Figuren nun Seite an Seite mit ägyptischen Gottheiten und Sternbildern. Der Löwe des Leo wandelt neben der altägyptischen Darstellung des Sirius. Der Wassermann gießt sein Wasser aus, unweit der Figur des Osiris, die den Orion repräsentiert. Diese Verschmelzung ist kein Zufall, sondern ein bewusstes politisches und religiöses Statement. Die ptolemäischen und später die römischen Herrscher legitimierten ihre Macht, indem sie die alten ägyptischen Traditionen respektierten und gleichzeitig ihre eigene Kultur integrierten. Der Tempel von Dendera, der der Göttin Hathor geweiht war, wurde in dieser Zeit umfassend renoviert und erweitert. Der Tierkreis an der Decke einer der Kapellen war somit eine moderne, kosmopolitische Interpretation des Himmels, die sowohl für einen ägyptischen Priester als auch für einen gebildeten griechischen Besucher verständlich war. Er ist ein Monument der Globalisierung der Antike, ein Beweis dafür, dass Kulturen nicht nur aufeinanderprallen, sondern auch in wunderbarer Harmonie verschmelzen können. Als Napoleons Gelehrte den Dendera-Tierkreis Ende des 18. Jahrhunderts für Europa entdeckten, lösten sie unwissentlich eine intellektuelle Feuersbrunst aus.
Die Zeichnungen, die sie nach Frankreich brachten, zeigten eine Himmelskarte von unglaublicher Komplexität und Schönheit. Doch bald darauf begannen einige Forscher, wie der französische Gelehrte Charles-François Dupuy, kühne Behauptungen aufzustellen. Sie analysierten die Positionen der Sternbilder und glaubten, eine Konstellation zu erkennen, die nur vor Tausenden, ja sogar Zehntausenden von Jahren sichtbar gewesen sein konnte. Diese Thesen waren eine direkte Herausforderung für die damals vorherrschende biblische Chronologie, die die Erschaffung der Welt auf etwa 4004 vor Christus datierte. Die Vorstellung einer Zivilisation, die bereits vor 15.000 Jahren den Himmel kartierte, war ein Skandal und befeuerte eine hitzige Debatte, die ganz Europa erfasste. Der Tierkreis wurde zum Symbol eines vermeintlich unvorstellbar alten, antediluvianischen Wissens, das die Grundfesten der westlichen Geschichtsschreibung erschütterte. Doch die aufkeimende Wissenschaft der Ägyptologie sollte bald eine nüchternere Antwort liefern. Der entscheidende Durchbruch gelang Jean-François Champollion, dem genialen Entzifferer der Hieroglyphen. Er ignorierte die spekulativen astronomischen Berechnungen und konzentrierte sich auf den Text, der den Tierkreis umgab. In den Kartuschen, den ovalen Umrandungen, die königliche Namen schützten, fand er den Titel Autokrator. Dies war ein Titel, der ausschließlich von den römischen Kaisern nach der Eroberung Ägyptens verwendet wurde. Speziell der Name des Kaisers Tiberius konnte identifiziert werden. Damit war klar, der Tierkreis konnte nicht aus prähistorischer Zeit stammen, sondern musste in der Zeit um die Geburt Christi entstanden sein. Spätere astronomische Analysen bestätigten dies. Wissenschaftler berechneten die genauen Positionen der 5 sichtbaren Planeten, die auf dem Relief dargestellt sind, und kamen zu dem Schluss, dass die abgebildete Himmelskonstellation am besten auf das Jahr 50 vor Christus passt. Die große Debatte war entschieden. Der Tierkreis war kein Relikt einer vergessenen Superzivilisation, sondern ein Meisterwerk der spätägyptischen, römisch geprägten Kultur. Ein faszinierendes Dokument seiner Zeit, nicht einer mythischen Vergangenheit. Wenn wir den Blick auf den Dendera-Tierkreis richten, sehen wir mehr als nur eine Ansammlung von Figuren. Wir blicken auf eine komplexe theologische Landkarte, einen Kodex, der in der doppelten Sprache von Hieroglyphen und Sternen verfasst ist. Jedes Symbol ist sorgfältig platziert und trägt eine vielschichtige Bedeutung in sich. Im Zentrum steht nicht die Erde, sondern der Nordpol, markiert durch eine Schakalin, die einen Pflock hält, eine Darstellung der Göttin des Urwassers. Um diesen Punkt dreht sich alles. Die äußeren Figuren, die den Kreis stützen, sind die 12 Monate des ägyptischen Jahres, die dem Ganzen einen kalendarischen Rahmen geben. Die bekannten Tierkreiszeichen sind leicht zu identifizieren, doch sie sind in einem rein ägyptischen Stil dargestellt. Der Widder hat nicht das gewundene Horn eines griechischen Widders, sondern die horizontalen Hörner des Gottes Amun-Re. Der Stier ist der heilige Apis-Stier. Zwischen diesen Hauptzeichen bewegen sich die Planeten, dargestellt als Gottheiten mit Falken oder Menschenköpfen, die einen Stab halten und auf kleinen Barken reisen. Sie sind die göttlichen Boten, deren Reise durch die Konstellationen das Schicksal beeinflusst. Doch die wahre Tiefe liegt in der Integration der rein ägyptischen Sternbilder. Das Sternbild, das wir als den großen Bären kennen, wird hier als der Vorderschenkel eines Stieres dargestellt. Ein Symbol für den Gott Seth und die unzerstörbaren Kräfte des Chaos. Direkt daneben steht die Göttin Taweret in Gestalt eines schwangeren Nilpferdes, die diesen Schenkel an einer Kette hält und so die Mächte der Finsternis in Schach hält.
Sie repräsentiert das Sternbild des Drachen. Orion, für die Ägypter die Manifestation des Gottes Osiris, des Herrschers des Jenseits, schreitet mit erhobener Keule über den Himmel. Ihm folgt die Göttin Sopdet, unsere Sirius, in Gestalt der Isis, deren jährliches Erscheinen die Wiedergeburt der Natur ankündigte. Der Dendera-Tierkreis ist somit keine passive Abbildung des Himmels. Er ist eine aktive Erzählung. Er erzählt vom ewigen Kampf zwischen Ordnung und Chaos, vom Tod und der Wiedergeburt des Osiris, von der Reise der Sonne und dem Zyklus des Lebens. Es ist ein Gebet in Stein, eine Versicherung, dass die göttliche Ordnung, die Ma'at, am Himmel wie auf Erden herrscht. In der Stille des Dendera-Tempels, unter dem steinernen Himmel des Tierkreises, regt sich eine der tiefgründigsten Fragen der Archäoastronomie. Es ist ein leises Flüstern, das von einem kosmischen Zyklus erzählt, der die menschliche Lebensspanne bei weitem übersteigt. Die Präzession der Äquinoxien. Stellen Sie sich die Erde vor, nicht als perfekte Kugel, sondern als einen Kreisel, der leicht geneigt im All rotiert. Durch die Anziehungskräfte von Sonne und Mond vollführt ihre Achse eine langsame, taumelnde Bewegung. Diese Bewegung bewirkt, dass sich der Punkt des Frühlingsanfangs, an dem die Sonne den Himmelsäquator überquert, über die Jahrtausende langsam rückwärts durch die Sternbilder des Tierkreises bewegt. Ein vollständiger Zyklus dieses großen Jahres dauert fast 26.000 Jahre. Für die Ägypter der ptolemäischen Zeit, die den Tierkreis schufen, hätte die Beobachtung dieses Phänomens ein Wissen erfordert, das Generationen, ja Dynastien, überdauert. Dennoch gibt es im Dendera-Tierkreis subtile Hinweise, die einige Forscher als Beweis für ein solches tiefes Wissen interpretieren. Die Anordnung der Konstellationen und die Betonung bestimmter Himmelsregionen scheinen nicht nur den Himmel des Jahres 50 vor Christus abzubilden, sondern auch auf einen Wandel der Zeitalter anzuspielen. Den Übergang vom Zeitalter des Widders in das der Fische. Ein Ereignis, das durch die Präzession bestimmt wird. Könnte es sein, dass die Priester von Dendera nicht nur Astronomen, sondern auch Hüter eines uralten Wissens über die großen kosmischen Zyklen waren? Die Idee ist faszinierend. Sie würde bedeuten, dass die ägyptische Zivilisation eine zeitliche Perspektive besaß, die weit über das hinausging, was wir ihr gemeinhin zuschreiben. Der Tierkreis wäre dann mehr als nur eine Momentaufnahme des Himmels, er wäre eine Uhr von kosmischen Dimensionen, deren Zeiger sich so langsam bewegen, dass ganze Imperien aufsteigen und vergehen, während sie sich nur um ein winziges Stück weiter bewegen. Wir betreten hier einen Bereich der Spekulation. Aber es ist eine Spekulation, die auf sorgfältiger Beobachtung des Artefakts beruht und uns zwingt, die intellektuellen Grenzen der antiken Welt neu zu überdenken. Das leise Flüstern der Präzession aus dem Stein von Dendera hallt bis heute nach und stellt unsere Vorstellungen von antikem Wissen auf die Probe. Die mögliche Kenntnis der Präzession führt uns unweigerlich zu einer weiteren, ebenso fesselnden Hypothese. Wenn die Schöpfer des Dendera-Tierkreises tatsächlich ein Verständnis für diesen 26.000-jährigen Zyklus hatten, woher stammte dieses Wissen? Es kann kaum das Ergebnis von Beobachtungen einer einzigen Generation gewesen sein. Dies nährt die Theorie, dass der Tierkreis, den wir heute im Louvre bewundern, keine originäre Schöpfung der ptolemäischen Ära ist, sondern vielmehr die Kopie oder eine aktualisierte Version einer weitaus älteren Vorlage. In der altägyptischen Kultur war das Konzept des Kopierens heiliger Texte und Bilder tief verwurzelt. Ein Text oder ein Relief
galt als umso ehrwürdiger und wirkmächtiger, je älter seine angebliche Quelle war. Priester und Schreiber beriefen sich oft darauf, ihre Werke nach Vorlagen aus der Zeit der Vorfahren geschaffen zu haben. Könnte der Denderer Tierkreis ein solches Beispiel sein? Ein ptolemäisches Meisterwerk, das auf dem Fundament pharaonischen Wissens ruht, das über Jahrtausende gesammelt und weitergegeben wurde? Diese Idee würde auch die merkwürdige Mischung der Stile erklären. Die ägyptischen Dekane neben den griechisch-römischen Tierkreiszeichen. Es könnte der Versuch gewesen sein, ein altes, heiliges Himmelsbild in die damals moderne astronomische Sprache zu übersetzen, um es für die Zeitgenossen verständlich zu machen und gleichzeitig seine uralte Autorität zu bewahren. Wir müssen uns fragen, wie eine solche Vorlage ausgesehen haben könnte. War es eine detaillierte Sternenkarte auf einem Papyrus, der in der Tempelbibliothek von Dendera aufbewahrt wurde? Ein heiliges Archiv, das als Haus des Lebens bekannt war? Oder war es vielleicht ein älteres Deckenrelief in einem früheren Heiligtum an derselben Stelle, das im Laufe der Zeit verwitterte und erneuert werden musste? Die physischen Beweise für eine solche ältere Quelle sind verloren, vielleicht für immer. Doch die Vorstellung bleibt. Sie malt das Bild einer ungebrochenen Kette der Wissensvermittlung, einer stillen Weitergabe astronomischer Daten durch unzählige Priestergenerationen, die den Himmel Nacht für Nacht beobachteten. Der Tierkreis wäre somit nicht nur ein Fenster in den Himmel des Jahres 50 vor Christus, sondern auch ein Echo aus den tiefsten Tiefen der ägyptischen Geschichte. Ein Monument für die Beständigkeit des menschlichen Strebens nach Verständnis des Kosmos. Der Dendera-Tierkreis mit seiner geheimnisvollen Aura und seiner komplexen Symbolik ist ein fruchtbarer Boden für Spekulationen, die oft weit über das hinausgehen, was die archäologischen und astronomischen Daten stützen. Es ist wichtig, hier einen ruhigen und klaren Blick zu bewahren und zwischen fundierter wissenschaftlicher Hypothese und reiner Pseudowissenschaft zu unterscheiden. Einige alternative Theorien schlagen vor, dass der Tierkreis nicht auf 50 vor Christus, sondern auf eine weitaus frühere Epoche datiert werden müsse, manchmal sogar auf 10.000 vor Christus oder noch früher. Diese Datierungen basieren oft auf der Interpretation der Präzession, argumentierend, der Tierkreis zeige den Himmel eines viel älteren Zeitalters. Solche Ideen sind zwar verlockend, weil sie von einer vergessenen, hochentwickelten Urkultur erzählen, doch sie stoßen auf erhebliche Probleme. Die wissenschaftliche Gemeinschaft, Ägyptologen wie Astronomen, ist sich weitgehend einig über die ptolemäische Datierung. Die Gründe dafür sind zwingend. Erstens ist der künstlerische Stil des Reliefs eindeutig spätägyptisch und ptolemäisch mit Einflüssen der griechisch-römischen Welt. Er passt perfekt in den Kontext des Tempels, in dem er gefunden wurde. Zweitens, und das ist entscheidend, enthält der Tierkreis die uns heute vertrauten 12 Tierkreiszeichen mesopotamisch-griechischen Ursprungs, wie den Widder, den Stier und die Waage. Diese Ikonographie war in Ägypten vor der hellenistischen Zeit nicht in dieser Form präsent. Drittens kann die exakte Position der Planeten, wie sie auf dem Relief dargestellt ist, eine Konstellation, die sich nur sehr selten wiederholt, computergestützt auf die Zeit um 50 vor Christus zurückgerechnet werden. Diese Konvergenz von stilistischen, ikonografischen und astronomischen Beweisen bildet ein starkes Fundament für die etablierte Datierung. Es ist nicht der Zweck der Wissenschaft, Mysterien zu zerstören, sondern sie zu verstehen.
Der wahre Zauber des Dendera-Tierkreises liegt nicht in fantastischen Behauptungen über verlorene Superzivilisationen, sondern in der realen, nachweisbaren Leistung der ptolemäisch-ägyptischen Priesterastronomen. Sie schufen ein beeindruckendes Synthesewerk, das Jahrtausende ägyptischer Tradition mit dem modernsten astronomischen Wissen ihrer Zeit verband. Diese anerkannte Leistung ist in sich selbst mysteriös und bewundernswert genug. Um den Dendera-Tierkreis vollständig zu verstehen, müssen wir unseren Blick von der Decke lösen und das gesamte Bauwerk betrachten, in dem er sich befand. Der Tempel von Dendera ist mehr als nur ein Gebäude. Er ist ein Instrument, ein kosmischer Resonanzkörper, der bewusst auf die Zyklen des Himmels ausgerichtet wurde. Dies ist das Feld der Archäoastronomie, die untersucht, wie antike Kulturen ihre Architektur mit den Sternen in Einklang brachten. Die Hauptachse des Hathor-Tempels ist nicht zufällig ausgerichtet. Sie orientiert sich an einem bestimmten Punkt am Horizont, an dem in der Antike ein besonders wichtiger Stern aufging. Viele Forscher glauben, dass diese Ausrichtung auf Sirius abzielte, den die Ägypter Sopdet nannten. Der heliakalische Aufgang von Sirius, also sein erstes Erscheinen am Morgenhimmel nach einer Periode der Unsichtbarkeit, war das wichtigste astrale Ereignis im ägyptischen Kalender. Es kündigte die bevorstehende Nilflut an, die das Land fruchtbar machte, und markierte den Beginn des neuen Jahres. Stellen Sie sich den Moment vor. In der Dämmerung, kurz vor Sonnenaufgang, betreten die Priester das Allerheiligste. Ein Lichtstrahl des gerade aufgehenden Sirius fällt durch die Hauptachse der Tempeltore und Säulenhallen und erleuchtet für einen kurzen, heiligen Moment das Kultbild der Göttin Hathor. In diesem Augenblick verbindet sich der Tempel, die Erde, mit dem Himmel. Die Architektur wird zu einem aktiven Teilnehmer am kosmischen Drama. Der Tierkreis an der Decke ist somit keine isolierte Dekoration. Er ist die theoretische, symbolische Darstellung des Kosmos, die über einem praktischen, funktionalen Instrument schwebt. Die vertikale Achse, die vom Kultbild im Allerheiligsten durch den Tierkreis an der Decke direkt in den Himmel weist, und die horizontale Achse der Tempelausrichtung auf Sirius bilden zusammen ein dreidimensionales kosmisches Koordinatensystem. Der Tempel als Ganzes wird zu einem Modell des Universums, einer Maschine, die die himmlische Ordnung auf der Erde verankert und aufrechterhält. Der Tierkreis ist der Bauplan, der Tempel selbst die Manifestation dieses Plans in Stein. Er ist der Ort, an dem die göttliche Ordnung der Sterne berührbar und erfahrbar wird. Ein wahres Bindeglied zwischen der Welt der Menschen und der ewigen Welt des Kosmos. Wir betreten nun eine der dramatischsten und umstrittensten Phasen in der Geschichte unseres Himmelsobjekts. Das frühe 19. Jahrhundert war eine Zeit des fieberhaften Interesses an Ägypten, angefacht durch Napoleons Feldzug. Europäische Sammler, Abenteurer und Agenten durchkämmten das Land auf der Suche nach Schätzen, oft mit einer Mischung aus wissenschaftlicher Neugier und rücksichtslosem Erwerbsdrang. In diesem Klima richteten sich die Augen auf Dendera. Der Mann der Tat war ein Franzose namens Jean Le Lorrain. Im Auftrag von Sébastien-Louis Saulnier, einem Antiquitätenhändler und Regierungsbeamten, machte er sich 1820 auf den Weg. Sein Auftrag war kühn und brutal: den Tierkreis von der Decke des Tempels zu entfernen. Die Aufgabe war monumental. Der Sandsteinblock wog über 25 Tonnen und war fest mit dem Bauwerk verbunden. Le Lorrain und sein Team arbeiteten unter extremen Bedingungen, in der Dunkelheit und Hitze der kleinen Kapelle. Sie benutzten einfache Werkzeuge,
Meißelsägen und, was heute unvorstellbar erscheint, sogar Schießpulver, um den Stein vorsichtig vom umgebenden Gestein zu lösen. Es war ein Akt, der heute als Vandalismus verurteilt würde, damals aber im Namen des Fortschritts und der Rettung des Artefakts für die europäische Wissenschaft gerechtfertigt wurde. Nachdem der Block endlich befreit war, begann die noch größere Herausforderung: der Transport. Er musste aus dem Tempel manövriert, zum Nil geschleppt und auf ein Schiff verladen werden. Die Reise flussabwärts nach Alexandria war gefährlich, bedroht von Rivalen, insbesondere dem britischen Generalkonsul, der ebenfalls versuchte, das Artefakt für sein Land zu sichern. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit und konkurrierende Imperien. Schließlich erreichte die kostbare Fracht Frankreich und wurde 1821 in Paris mit großem Pomp empfangen. Für Frankreich war es ein nationaler Triumph, ein Juwel der Antike, das nun die eigene Hauptstadt schmücken sollte. Für Ägypten war es der Beginn eines langen, schmerzhaften Verlustes. Die Ankunft des Dendera-Tierkreises in Paris löste eine Sensation aus. Er wurde zunächst in der Königlichen Bibliothek ausgestellt, wo er die Gelehrten und die Öffentlichkeit gleichermaßen faszinierte. Die Debatte um sein Alter und seine Bedeutung, die wir bereits berührt haben, entbrannte mit neuer Heftigkeit. Für die einen war er der Schlüssel zu den ältesten Geheimnissen der Menschheit, für die anderen ein Beweis für die fortgeschrittene Astronomie der Ägypter. Unabhängig von der Interpretation war sein Status als Meisterwerk unbestritten. König Ludwig XVI. Erwarb ihn schließlich für die stattliche Summe von 150.000 Francs und seit 1922 befindet er sich im Louvre, wo er bis heute eines der zentralen Ausstellungsstücke der ägyptischen Sammlung ist. Doch was geschah in Dendera? Zurück blieb eine Leere, eine Wunde in der Decke der kleinen Osiris-Kapelle auf dem Dach des Hathor-Tempels. Die französische Regierung ließ eine Replik anfertigen, einen Gipsabdruck, der an der Stelle des Originals angebracht wurde. Wenn man heute den Tempel besucht, blickt man auf diese Kopie. Sie ist akkurat, aber sie ist nicht das Original. Ihr fehlt die Patina der Jahrtausende, die subtile Energie des Steins, der einst von den Priestern geweiht und unter dem Sternenhimmel Ägyptens geformt wurde. Diese Dualität von Original und Replik wirft tiefgreifende Fragen auf. Gehört ein solches Artefakt in ein universelles Museum, wo es von Millionen Menschen aus aller Welt bestaunt und von Forschern studiert werden kann? Oder gehört es an seinen ursprünglichen Ort, in den Kontext, für den es geschaffen wurde, wo es seine volle rituelle und architektonische Bedeutung entfalten kann? Der Louvre argumentiert mit Konservierung und Zugänglichkeit. Ägypten fordert seit langem die Rückgabe seines kulturellen Erbes. Der Tierkreis ist somit nicht nur ein astronomisches Dokument, sondern auch ein Symbol für die komplexen und oft schmerzhaften Beziehungen zwischen dem Westen und Ägypten. Ein stiller Zeuge des kolonialen Zeitalters und der andauernden Debatte über kulturelles Eigentum. Die Leere an der Decke in Dendera spricht dabei ebenso Bände wie der Stein selbst in Paris. Um die Einzigartigkeit des Dendera-Tierkreises wirklich zu verstehen, müssen wir ihn in einen größeren Rahmen stellen. Er entstand nicht in einem kulturellen Vakuum. Die ptolemäische Zeit in Ägypten war eine Ära des Synkretismus, einer Verschmelzung von ägyptischen, griechischen und vorderasiatischen Ideen. Dies spiegelt sich auch am Himmel wider. Die Idee eines Tierkreises, also eines Bandes von 12 Sternbildern, durch das die Sonne im Laufe eines Jahres wandert,
ist keine ägyptische Erfindung. Ihre Wurzeln liegen weiter östlich, im alten Mesopotamien. Bereits die Babylonier hatten den Himmel systematisch beobachtet und die Ekliptik in 12 gleiche Abschnitte unterteilt, die sie mit den uns bekannten Konstellationen wie Widder, Stier oder Zwillinge verbanden. Dieses Wissen war von unschätzbarem Wert für Astrologie und Kalenderberechnung und verbreitete sich über die antike Welt. Als die Griechen mit Alexander dem Großen nach Ägypten kamen, brachten sie ihre eigene Interpretation dieses babylonischen Systems mit. Im Dendera-Tierkreis sehen wir nun die faszinierende Synthese dieser 3 großen Traditionen. Wir finden die 12 Tierkreiszeichen, die klar auf mesopotamisch-griechischen Vorbildern basieren. Der Löwe, der Skorpion, der Schütze, sie sind unverkennbar. Doch sie sind in einen rein ägyptischen kosmologischen Kontext eingebettet. Die Tierkreiszeichen werden von ägyptischen Gottheiten und Symbolen getragen. Die Dekane, die ägyptischen Sternbilder außerhalb des Tierkreises, sind ebenfalls prominent vertreten, wie die Göttin Taweret als Flusspferd, die den Nordpol markiert. Diese Karte ist also zweisprachig, wenn nicht sogar dreisprachig. Sie spricht Ägyptisch in ihrer Gesamtkomposition und Symbolik, Griechisch in ihrer Struktur und Anordnung der Tierkreiszeichen und flüstert im Hintergrund das alte Wissen Mesopotamiens. Sie zeigt uns, wie die Priester von Dendera das Wissen der Welt aufnahmen und es in ihr eigenes, jahrtausendealtes Weltbild integrierten. Sie kopierten nicht einfach. Sie adaptierten und schufen etwas Neues. Eine Himmelskarte, die sowohl universell als auch zutiefst ägyptisch ist. Wer waren die Menschen, die dieses komplexe Meisterwerk schufen? Es waren keine einfachen Steinmetze oder Künstler, die blind einer Vorlage folgten. Die Schöpfer des Dendera-Tierkreises waren Priester-Astronomen, eine intellektuelle Elite im Herzen der ägyptischen Tempelwirtschaft. Im alten Ägypten war die Trennung zwischen Religion und Wissenschaft, wie wir sie heute kennen, nicht existent. Die Beobachtung der Sterne war eine heilige Pflicht und eine praktische Notwendigkeit zugleich. Diese Priester waren die Hüter der Zeit. Ihre Beobachtungen des Sirius, des Sopdet, kündigten die jährliche Nilflut an, die das Überleben des ganzen Landes sicherte. Sie erstellten die Kalender, die das religiöse und zivile Leben strukturierten. Sie bestimmten die exakten Zeitpunkte für Rituale und Feste, um die kosmische Ordnung, die Ma'at, aufrechtzuerhalten. Ihre Arbeitsplätze waren die Tempeldächer und spezielle Observatorien, die Häuser des Lebens, die als Bibliotheken und Schreiberschulen dienten. Hier sammelten, kopierten und studierten sie über Generationen hinweg astronomische Texte. Sie waren Mathematiker, die in der Lage waren, komplexe Bewegungen von Planeten vorherzusagen, und Theologen, die diese Bewegungen als Manifestationen des göttlichen Willens interpretierten. Der Dendera-Tierkreis ist das Ergebnis dieses tiefen, über Jahrtausende gewachsenen Wissens. Man kann sich vorstellen, wie sie in den kühlen Nächten auf dem Dach des Hathor-Tempels standen, ihre Instrumente, wie die Merkhet, eine Art Visier zur Bestimmung von Himmelslinien, auf die Sterne gerichtet. Sie diskutierten die Positionen der Planeten, die sie als Sterne, die nicht ruhen, kannten, und zeichneten ihre Beobachtungen auf Papyrusrollen auf. Für sie war der Himmel kein lebloser Raum, sondern ein lebendiges Wesen, ein Spiegelbild der irdischen Welt und eine Quelle göttlicher Botschaften. Der Tierkreis an der Decke der Kapelle war somit mehr als nur Dekoration. Er war ein Lehrmittel, ein rituelles Werkzeug,
und ein ewiges Abbild ihres Verständnisses des Kosmos, in Stein gemeißelt für die Ewigkeit. Um die wahre Tiefe des Dendera-Tierkreises zu ermessen, müssen wir über unsere moderne, lineare Zeitvorstellung hinausdenken. Wir müssen uns in das altägyptische Verständnis von Ewigkeit hineinfühlen, das in zwei komplementären Konzepten wurzelte: Neheh und Djet. Stellen Sie sich Neheh als die zyklische, sich ewig wiederholende Zeit vor. Es ist der Rhythmus des Kosmos, der Atem des Universums, der tägliche Auf- und Untergang der Sonne, die monatlichen Phasen des Mondes, die jährliche Nilschwemme, die das Land fruchtbar macht, und der unaufhörliche Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt. Neheh ist dynamisch, unendlich und erneuernd. Es ist die Zeit der Götter, die in ihren Himmelsbarken über das Firmament reisen, und die Zeit der Natur, die in einem beständigen Fluss begriffen ist. Der Tierkreis von Dendera ist eine Manifestation von Neheh. Er kartiert genau diesen ewigen Zyklus der Gestirne, die Präzession, die das Kommen und Gehen der Zeitalter markiert. Er ist ein Schnappschuss der Bewegung, ein eingefrorener Moment im unendlichen Tanz des Himmels. Doch dieser Schnappschuss ist in Stein gemeißelt. Und hier betreten wir die Domäne von Djet. Djet ist die lineare, vollendete und unveränderliche Ewigkeit. Es ist die Zeit des Endgültigen, des Gewordenen. Einmal errichtet, steht eine Pyramide in Djet-Zeit. Ein Pharao, der nach seinem Tod zu Osiris wird, existiert in Djet. Es ist der Zustand der Perfektion und Beständigkeit, das Ziel, das nach den Zyklen von Neheh erreicht wird. Der Dendera-Tierkreis ist somit ein faszinierendes Paradoxon. Er ist eine Darstellung von Neheh, der zyklischen Zeit, festgehalten in Djet, der ewigen Beständigkeit des Steins. Die Ägypter schufen dieses Artefakt nicht nur als Kalender oder Sternenkarte. Sie schufen ein magisches Instrument, das die flüchtige, sich wandelnde Zeit der Sterne in die unvergängliche, statische Realität des Tempels bannte. So wurde der Tempel selbst zu einem Mikrokosmos, in dem die himmlische Ordnung auf ewig gesichert war. Ein Ort, an dem die Götter die Garantie hatten, dass der kosmische Zyklus niemals enden würde. In diesem Zusammenspiel von Bewegung und Stillstand liegt eines der tiefsten philosophischen Geheimnisse des alten Ägypten. Und der Tierkreis ist sein schönster Ausdruck. Wenn wir heute zum Sternenhimmel aufblicken, sehen wir die Figuren der griechisch-römischen Mythologie. Orion, den Jäger, Kassiopeia, die Königin, den großen Bären. Doch für die Priester von Dendera war das Firmament von ihren eigenen Göttern und heiligen Wesen bevölkert. Der Tierkreis ist weit mehr als eine astronomische Karte. Er ist ein Götterpantheon, eine visuelle Theologie, die am Himmel geschrieben steht. Wir finden dort bekannte Konstellationen, aber in ägyptischem Gewand. Der Widder wird mit Amun-Re in Verbindung gebracht, dem König der Götter. Der Stier ist nicht nur ein Tier, sondern könnte eine Manifestation des heiligen Apis-Stieres oder des Himmelsstieres sein, der die Ordnung bedroht. Die Waage, Symbol der Gerechtigkeit, erinnert unweigerlich an die zentrale Szene des Totengerichts, in der das Herz des Verstorbenen gegen die Feder der Ma'at, der Wahrheit und Ordnung, gewogen wird. Doch die faszinierendsten Figuren sind jene, die rein ägyptisch sind. Wo die Griechen Draco, den Drachen, sahen, erkannten die Ägypter eine Gestalt, die oft als Taveret interpretiert wird, die nilpferdgestaltige Göttin der Geburt und des Schutzes. Ihre Präsenz am Himmelspol, dem unbeweglichen Zentrum, um das sich alles dreht, unterstreicht ihre immense Bedeutung als stabilisierende Kraft im Kosmos. Orion, der uns so vertraut ist,
war für die Ägypter Sa, eine Manifestation des Gottes Osiris. Sein Erscheinen am Himmel kündigte die Nilschwemme an und symbolisierte die Auferstehung und das ewige Leben. Sirius, der hellste Stern, war seine Gemahlin Sobdet, die Göttin Isis, deren heliakischer Aufgang den Beginn des ägyptischen Neujahrs markierte. Diese himmlischen Figuren waren keine passiven Bilder, sie waren aktive göttliche Kräfte, deren Positionen und Bewegungen das Schicksal auf der Erde direkt beeinflussten. Die Priester von Dendera lasen nicht nur die Zeit vom Himmel ab, sie kommunizierten mit den Göttern. Jede Konjunktion, jede Finsternis war eine göttliche Botschaft. Der Tierkreis war ihre heilige Schrift, ein komplexes Netz aus Mythos, Astronomie und Ritual, in dem jeder Stern und jede Figur eine Rolle im ewigen Drama der Schöpfung spielte. Er zeigt uns, dass für die Ägypter Wissenschaft und Religion keine getrennten Sphären waren, sondern zwei Seiten derselben Medaille, die versuchten, die göttliche Ordnung des Universums zu verstehen und zu ehren. Die Ankunft des Dendera-Tierkreises in Paris im Jahr 1822 war mehr als nur der Erwerb eines weiteren antiken Schatzes. Es war ein Ereignis, das die europäische Gelehrtenwelt erschütterte und unser Verständnis der Antike nachhaltig veränderte. Bis dahin dominierte eine stark hellenozentrische Sichtweise. Die Griechen galten als die alleinigen Väter der wahren Wissenschaft, insbesondere der Astronomie. Ägypten wurde als Land der monumentalen, aber statischen und eher mystischen Weisheit betrachtet. Der Tierkreis von Dendera stellte diese Annahme radikal in Frage. Die offensichtliche Darstellung der Präzession der Äquinoktien, ein komplexes astronomisches Phänomen, bewies eine Stufe der Beobachtung und des mathematischen Verständnisses, die man den Ägyptern in dieser Form nicht zugetraut hatte. Es entbrannte eine hitzige Debatte über das Alter des Artefakts. Einige Gelehrte, geblendet von der astronomischen Präzision, datierten es auf ein fantastisches Alter von vielen tausend Jahren zurück, was die biblische Chronologie in Frage stellte. Es war Jean-François Champollion, der Entzifferer der Hieroglyphen, der schließlich für Klarheit sorgte. Indem er die Inschriften auf dem Tierkreis und im Tempel las, konnte er ihn korrekt in die ptolemäische und römische Zeit datieren. Dies war zwar eine Enttäuschung für jene, die von einem vorsintflutlichen Alter geträumt hatten, aber es war in gewisser Weise noch beeindruckender. Es zeigte, dass die ägyptische Priesterschaft auch unter griechischer und römischer Herrschaft eine lebendige, hochentwickelte wissenschaftliche Tradition pflegte, die in der Lage war, fremde Einflüsse wie den babylonischen Tierkreis aufzunehmen und sie in ihr eigenes, jahrtausendealtes Weltbild zu integrieren. Der Tierkreis wurde zu einem Symbol für die kulturelle und wissenschaftliche Komplexität Ägyptens. Er befeuerte die Ägyptomanie, die das 19. Jahrhundert erfasste, und inspirierte Künstler, Architekten und Denker. Doch sein wichtigstes Vermächtnis ist intellektueller Natur. Er zwang die westliche Welt, die wissenschaftlichen Errungenschaften nicht griechischer Kulturen anzuerkennen. Er öffnete die Tür zu einem differenzierteren Bild der Antike, in dem Wissen und Ideen über Kulturgrenzen hinwegflossen und sich gegenseitig bereicherten. Das steinerne Firmament aus Dendera lehrte uns, den Himmel der Geschichte mit neuen Augen zu sehen. Wir nähern uns dem Ende unserer Reise, doch wie bei jedem großen Mysterium hinterlässt der Tierkreis von Dendera mehr Fragen als Antworten. Wir haben seine astronomische Präzision bewundert, seine mythologische Tiefe ergründet und sein bewegtes Schicksal nachgezeichnet.
Und doch bleibt ein Gefühl des Staunens, ein Gefühl, nur an der Oberfläche eines unermesslich tiefen Ozeans des Wissens gekratzt zu haben. Das Geheimnis von Dendera ist kein verschlossenes Rätsel, das auf eine einfache Lösung wartet. Es ist ein offenes Geheimnis, das in der Komplexität seiner Schichten liegt. Wir können die Planeten identifizieren und die Konstellationen benennen, aber verstehen wir wirklich die rituelle Bedeutung, die jeder einzelnen Position innewohnte? Können wir die genauen Zeremonien rekonstruieren, die unter diesem steinernen Himmel stattfanden, während oben der echte Sternenhimmel seine ewige Runde drehte? Welche Gesänge wurden gesungen? Welcher Weihrauch verbrannt, wenn das Licht einer bestimmten Konstellation durch die Tempelachse fiel? Der Tierkreis ist ein stiller Zeuge. Er erzählt uns von einem Weltbild, in dem Himmel und Erde untrennbar miteinander verbunden waren, in dem Astronomie Gebet und Mathematik Magie war. Er stellt uns die fundamentale Frage, was wir verloren haben auf unserem Weg in die moderne, entzauberte Welt. Haben wir, indem wir die Mechanik des Universums entschlüsselten, seine Seele übersehen? Die Sterne von Dendera fragen uns nach unserem eigenen Platz im Kosmos. Sie erinnern uns daran, dass wir Teil eines unendlich größeren Zyklus sind, genau wie die alten Ägypter, die mit Ehrfurcht zum Himmel blickten. Der leere Fleck an der Decke der Kapelle in Dendera ist vielleicht die eindringlichste Metapher. Er symbolisiert nicht nur einen Verlust für Ägypten, sondern auch eine Leerstelle in unserem eigenen Verständnis. Eine Erinnerung daran, dass manche Dinge, einmal aus ihrem Kontext gerissen, nie wieder ganz dieselbe Bedeutung erlangen können. Und so bleibt der Tierkreis, ob in Paris oder in unseren Gedanken, ein ewiger Prüfstein. Ein Objekt, das uns herausfordert, tiefer zu blicken, bescheidener zu sein und die Weisheit jener anzuerkennen, die vor uns die Sterne lasen und darin nicht nur Wissenschaft, sondern auch das Göttliche sahen.